La 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 la. Die Familie. Hallo Anna, du schaust dir Fotos an? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Hallo an alle. Ich bin Anna. Ja, ich schaue mir alte Familienfotos an. Das macht mich immer sehr glücklich. Das ist ein wunderbares Thema für unsere heutige Lektion. Heute lernen wir, wie man über die Familie auf Deutsch spricht. Wir lernen die wichtigsten Vokabeln, wie man Personen beschreibt, und wir üben die Vergangenheit und die Zukunft. Das ist eine sehr lange und detaillierte Lektion für das Niveau A2. Super. Das ist ein sehr persönliches und wichtiges Thema. Genau. Fangen wir mit den Grundlagen an. Die engste Familie. Okay, Anna. Die engste Familie, das sind die Eltern und die Geschwister. Fangen wir mit den Eltern an. Wir haben der Vater Der Vater. und die Mutter. Die Mutter. Zusammen sind das die Eltern. Zu dir. Wiederholen Sie bitte. Der Vater. Die Mutter. Die Eltern. Sehr gut. Um zu sagen mein, benutzen wir Possessivartikel. Weil Vater maskulin ist, sage ich mein Vater. Weil Mutter feminin ist, sage ich meine Mutter. Und weil Eltern Plural ist, sage ich meine Eltern. Mein Vater. Meine Mutter. Meine Eltern. Verstanden. Sehr gut. Ich, Lukas, habe einen Vater und eine Mutter. Und du, Anna? Ich auch. Ich habe auch einen Vater und eine Mutter. Jetzt die Geschwister. Wir haben der Bruder Der Bruder. und die Schwester. Die Schwester. Okay, jetzt eine wichtige Grammatikregel, der Akkusativ. Wenn ich sage ich habe, dann brauchen wir den Akkusativ. Bruder ist maskulin, also sage ich habe einen Bruder. Schwester ist feminin, also sage ich habe eine Schwester. Ah, okay. Einen Bruder, eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Ich habe keinen Bruder. Und ich habe einen Bruder. Ich habe keine Schwester. Jetzt wiederholen wir. Zu dir, Anna. Frage: Habe ich eine Schwester? Nein, Lukas, du hast keine Schwester. Du hast einen Bruder. Richtig. Und du? Hast du einen Bruder? Nein, ich habe keinen Bruder. Ich habe eine Schwester. Und Sie? Haben Sie Geschwister? Sagen Sie den Satz Ich habe. Sehr gut. Okay, schauen wir uns jetzt deine Fotos an. Wir werden lernen, wie man Personen beschreibt. Wir können über das Aussehen und über die Persönlichkeit sprechen. Ja, hier, das erste Foto. Das ist meine Schwester. Okay, für das Aussehen können wir sagen groß oder klein. Für die Haare lange Haare oder kurze Haare, blonde, braune oder schwarze Haare. Und für die Augen blaue, grüne oder braune Augen. Okay, ich versuche es. Das ist meine Schwester Lena. Sie ist klein. Sie hat lange blonde Haare. Und sie hat blaue Augen. Sehr gut. Deine Schwester Lena ist also klein und hat lange blonde Haare. Hat deine Schwester kurze schwarze Haare? Nein, sie hat lange blonde Haare. Und die Persönlichkeit. Wie ist sie so? Man kann sagen nett, lustig, ruhig, intelligent. Meine Schwester Lena ist sehr lustig.
Sie erzählt immer Witze und sie ist sehr freundlich. Okay, sie ist lustig und freundlich. Ist deine Schwester ernst, so wie serious? Nein, sie ist überhaupt nicht ernst. Sie ist sehr lustig. Okay, jetzt mein Foto. Das hier ist mein Bruder Max. Er ist sehr groß. Er hat kurze braune Haare und grüne Augen. Dein Bruder ist also groß. Ist er klein? Nein, er ist sehr groß. Welche Augenfarbe hat er? Er hat grüne Augen. Und seine Persönlichkeit? Mein Bruder ist sehr ruhig und intelligent. Er liest sehr viel. Und Ihre Geschwister? Wie sehen Sie aus? Wie ist Ihre Persönlichkeit? Versuchen Sie, eine Person in Ihrer Familie zu beschreiben. Sehr gut. Wir können unsere Familien beschreiben. Jetzt sprechen wir über Aktivitäten, die wir mit der Familie machen. Wir benutzen das Perfekt für die Vergangenheit und das Futur 1 für die Zukunft. Okay. Vergangenheit und Zukunft. Anna, was hast du letztes Wochenende mit deiner Familie gemacht? Perfekt. Letztes Wochenende habe ich meine Schwester besucht. Wir sind zusammen ins Kino gegangen. Wir haben einen sehr lustigen Film gesehen. Ah, ihr seid ins Kino gegangen. Mit sein, weil es eine Bewegung ist. Perfekt. Habt ihr Popcorn gegessen? Ja, natürlich. Wir haben eine große Portion Popcorn gegessen. Und Sie? Was haben Sie letztes Wochenende mit Ihrer Familie gemacht? Ich, letztes Wochenende, habe mit meinem Bruder telefoniert. Er wohnt in einer anderen Stadt. Wir haben lange gesprochen. Das ist schön. Und was wirst du nächstes Wochenende machen? Nächstes Wochenende werde ich meine Eltern besuchen. Wir werden zusammen im Garten grillen. Oh, grillen. Lecker. Ihr werdet also im Garten grillen. Wirst du einen Salat machen? Ja. Ich werde einen großen Kartoffelsalat machen. Und du? Was wirst du nächstes Wochenende machen? Nächstes Wochenende werde ich mit meiner Schwester shoppen gehen. Wir werden neue Kleider für den Sommer kaufen. Und das war's. Das war eine sehr, sehr lange Lektion über die Familie. Jetzt kommt die große, große Abschlussprüfung. Die Mega-Wiederholung. Ich bin bereit. Okay, Anna. Stell mir jetzt deine Schwester komplett vor. Benutze alle Informationen. Aussehen, Persönlichkeit und erzähle eine kleine Geschichte im Perfekt. Okay. Ich habe eine Schwester. Sie heißt Lena. Sie ist klein und hat lange blonde Haare und blaue Augen. Sie ist sehr lustig und freundlich. Letztes Wochenende sind wir zusammen ins Kino gegangen. Wir haben viel gelacht. Das war eine perfekte A2-Beschreibung. Jetzt stelle ich dir detaillierte Fragen dazu. Wie heißt deine Schwester? Sie heißt Lena. Wie sind ihre Haare? Sie hat lange blonde Haare. Was habt ihr letztes Wochenende gemacht? Wir sind ins Kino gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es fast geschafft. Sie können jetzt detailliert über Ihre Familie sprechen. Ja. Und jetzt die letzte Mission für unsere Zuhörer. Ihre letzte Mission. Es ist eine Schreibübung. Beschreiben Sie eine Person aus Ihrer Familie in den Kommentaren. Schreiben Sie 2 oder 3 Sätze. Zum Beispiel: Mein Bruder heißt Ali. Er ist groß und lustig. Letztes Wochenende haben wir Fußball gespielt.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Familien kennenzulernen. Vielen Dank für Ihre unglaubliche Geduld heute. Ja. Vielen Dank an alle. Üben Sie weiter. Jeden Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.